Herzlich willkommen zu Prüfungen auf dem Prüfstand. In unserer Videoreihe stellen wir Ihnen die gängigsten Verfahren der Oberflächentechnik vor. Heute befassen wir uns mit dem Thema freie Oberflächenenergie, welche Rolle sie beim Lackieren spielt und wie man sie misst. Die freie Oberflächenenergie ist beim Lackieren eine sehr wichtige Größe, da selbst das beste Lackmaterial nicht brauchbar ist, wenn seine freie Oberflächenenergie nicht auf das Substrat abgestimmt wurde. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Substratoberfläche. Insbesondere die Vorbehandlung hat hier einen großen Einfluss. Hier muss die Oberfläche von allen Substanzen, wie zum Beispiel Ölen, Fetten oder Silikonverbindungen, befreit werden, die die freie Oberflächenenergie beeinflussen. Grundsätzlich gilt, damit der Lack die Substratoberfläche benetzen kann, muss die freie Oberflächenenergie des Substrats größer sein als die des Lacks. Wie findet man heraus, ob der Lack das Substrat ausreichend benetzt? Bei Flüssigkeiten ist die freie Oberflächenenergie über die Oberflächenspannung zu messen, zum Beispiel über die Ringmethode oder per hängendem Tropfen. In der Praxis werden die Begriffe Oberflächenspannung und freie Oberflächenenergie meist synonym verwendet, was jedoch ungenau ist. Bei Flüssigkeiten kann die Oberflächenspannung gemessen werden, um direkt die freie Oberflächenenergie zu messen. Um die freie Oberflächenenergie des Substrats, also eines Feststoffs, zu messen, kommen nur indirekte Verfahren in Frage. In der Praxis hat sich der Einsatz von Testtinten bzw. Teststiften für eine Einschätzung der freien Oberflächenenergie verbreitet. Testtinten sind Flüssigkeitsgemische mit definierten Oberflächenspannungen, hergestellt nach der ISO 8296 bzw. der DIN 53364. Bei der Prüfung wird die Testtinte auf die Substratoberfläche gestrichen. Zieht sich die Tinte zusammen, wird eine Tinte mit einer niedrigeren Oberflächenspannung aufgetragen. Die Oberflächenspannung derjenigen Tinte, bei der der Pinselstrich einen stabilen Film für mindestens 2 Sekunden ergibt, entspricht ungefähr der freien Oberflächenenergie des Substrats. Das Ergebnis wird in Millinewton pro Meter angegeben. Die Tinten sind üblicherweise in Schritten von 2 Millinewton pro Meter abgestuft. Teststifte verwenden das gleiche Anwendungsprinzip. Hier hat die Tinte jedes Stifts eine definierte Oberflächenspannung. Für eine grobe Aussage über die freie Oberflächenenergie und damit die Benetzbarkeit reichen diese Methoden eigentlich aus. Bei der praktischen Anwendung dieser Methoden ist darauf zu achten, dass bei den Testtinten nicht der im Deckel integrierte Pinsel verwendet wird. Warum nicht? Bei jedem Test mit dem Pinsel wird dieser mit Verschmutzungen oder Rückständen auf der geprüften Oberfläche kontaminiert. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Oberfläche sauber ist, gibt es immer Spuren von Verunreinigungen. Diese bewirken eine Änderung der Oberflächenspannung der Tinte, wenn sie anschließend mit dem Pinsel in die Testtintenflasche gelangen. Dadurch wird die Testtinte unbrauchbar. Das gleiche passiert bei Teststiften. Hier ist der Stift im Grunde nach der ersten Anwendung kontaminiert und somit unbrauchbar. Hinzu kommt, dass die Flüssigkeitsgemische der Testtinten zum Teil leicht flüchtige Substanzen enthalten. Wenn die Testtinten zu lange unverschlossen bleiben, können diese Substanzen verdunsten, wodurch sich deren Oberflächenenergie verändert. Damit Sie die Prüfung optimal durchführen können, haben wir folgende Tipps für Sie. Schneiden Sie den Pinsel direkt ab und benutzen Sie bei jeder Prüfung ein frisches Wattestäbchen. Die Testtinten sollten nach Möglichkeit so kurz wie möglich offen stehen. Verschließen Sie die Testtinten, sobald Sie das Wattestäbchen eingetaucht haben. In jedem Fall sollten spätestens nach 12 Monaten die Testtinten erneuert werden. Von der Verwendung von Teststiften raten wir grundsätzlich ab, da sie streng genommen nur einmal zu gebrauchen sind. Viele Testtinten enthalten giftige Substanzen. Arbeiten Sie deshalb sauber und vermeiden Sie Hautkontakt. Welche Alternativen gibt es denn zu Testtinten und Teststiften? Die sinnvollste Alternative ist ein Kontaktwinkelmessgerät. Hier werden Testflüssigkeiten als Tropfen auf die Substratoberfläche aufgebracht. Am Übergang des Tropfens zur Oberfläche wird der Kontaktwinkel gemessen. Dieser Winkel ist umso geringer, je besser die Oberfläche benetzbar ist. Die Messung muss mit mindestens 2 Flüssigkeiten verschiedener Oberflächenspannungen erfolgen. Aus den jeweiligen gemessenen Kontaktwinkeln lässt sich die freie Oberflächenenergie des Substrats errechnen. Bei den meisten erhältlichen Kontaktwinkelmessgeräten übernimmt eine Software diese Berechnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freuen Sie sich auf weitere Videos zum Thema Prüfungen auf dem Prüfstand. Diese finden Sie auf den Internetseiten der DFO, der EGL und von Besser Lackieren.